Was ist eigentlich Low Carb? Ich erkläre es euch mal in kurzen Worten, werde aber auch ein Video darüber machen, um euch ein bisschen ins Thema einzuführen. Oder wer erst frisch dabei ist, kann seine Kenntnisse noch ein bisschen auffrischen. Kommt mal näher, wir machen das mal ein bisschen privater. Dann erzähle ich euch das. Was hat es mit dem Low Carb also denn genau auf sich? Low Carb ist eine Ernährung, bei der hauptsächlich auf Kohlenhydrate verzichtet wird und das zugunsten von Proteinen und in der eigentlichen Ernährungsform auch noch mit viel Fett. In meiner persönlichen Erfahrung versuche ich aber auch, das Fett einigermaßen wegzulassen. Was bleibt noch übrig? Proteine und Gemüse. Nur hier muss man auch darauf achten, dass die eben nicht zu viel Kohlenhydrate haben. Was gibt es dann eigentlich, was man essen kann? Nun gut, es gibt alle grünen Gemüse, alle weißen Gemüse haben ganz wenig Kohlenhydrate. Milchprodukte, gut, die haben so 5 Kohlenhydrate pro 100 Gramm im Durchschnitt. Und da sollte man schon ein bisschen aufpassen, denn letztlich sollte man nicht mehr als, sagen wir, für den Anfang 80, 70 Kohlenhydrate pro Tag zu sich nehmen. Und wer schon fortgeschritten ist und dabei ist, der versucht auf 40 bis 30 Gramm Kohlenhydrate runterzuschrauben. Dabei ist natürlich jeder Zucker verboten, weil Zucker hat 1 Gramm ein Kohlenhydrat. Das heißt, bei 30 Gramm Zucker sind wir schon bei unserem Tageslimit. Wenn wir uns Low Carb ernähren, dann geht unser Körper quasi in einen sogenannten ketotischen Metabolismus. Das heißt, wenn wir es wirklich ganz runterschrauben, dann ändert sich etwas am Insulin, Glucagon, das sind die beiden Gegenspieler, Haushalt. Denn wenn kein Zucker in den Körper kommt und keine Kohlenhydrate, benötigt der Körper auch keine Insulinausschüttung. Und letztendlich gibt es dann eine Knappheit an Glucose. Es dauert so ungefähr 2 Wochen und manche Menschen berichten dann auch von starken Kopfschmerzen und so etwas wie einem Entzug, einen kalten Entzug, weil Zucker so eine Art Sucht ist. Nun gut, wenn wir also keinen Zucker zu uns nehmen, dann muss der Körper aus anderen Quellen Zucker produzieren, denn die Zellen und vor allem das Gehirn brauchen Zucker. Ist man aber schon lange in diesem ketotischen, also 2 Wochen Zustand, dann entstehen sogenannte Ketonkörper, deswegen auch Ketose, und die können dann vom Gehirn anstatt des Zuckers verarbeitet werden. Ihr müsst euch vorstellen, die Tiere, also wenn es nicht gerade ein Braunbär ist und ein Honigfass gefunden hat, haben auch keinen Zucker und nur minimal Kohlenhydrate in Gräsern oder mal Früchten von Bäumen. Das heißt, die Tiere sind immer im ketotischen Zustand und wenn man so schaut, die leben auch gut. Und wenn man mal genau hinschaut, dann sind die meistens Normalgewicht. Also mein Umkehrschluss ist dann, ernähre ich mich nur mit wenig Kohlenhydraten, bin ich automatisch wie ein Tier und werde nie dick, beziehungsweise halte meine Figur, wenn ich es mit dem Fett nicht übertreibe. Damit man sein Bedürfnis nach Süßem befriedigen kann, habe eben ich oder bin ich so auf Zuckeraustauschstoffe ausgewichen. Das ist ja meine kleine Philosophie, deswegen auch die schönen Torten. Beim pikanten Essen braucht man das nicht, vielleicht bei einem Dressing mal ein bisschen Zuckeraustauschstoff, aber sonst braucht man ja nichts Süßes im pikanten Essen.
Als natürliche Lieferanten von etwas Süßem eignen sich Früchte, und zwar hauptsächlich die Beeren oder Rhabarber. Also alle Beeren wie Heidelbeere, Erdbeere, Himbeere haben sehr wenig Zucker im Verhältnis zu einer Banane zum Beispiel. Und deswegen empfehle ich in meinen Torten eben immer solche Früchte zu benutzen. Ihr werdet nie einen Bananenkuchen bei mir sehen, denn das verträgt sich nicht mit einer Low-Carb-Ernährung. Allerdings werdet ihr schon mal einen Papayakuchen, eine Papayatorte sehen, denn selbst Papaya hat relativ wenig. So, ich denke, jetzt haben wir einen kleinen Überblick erhalten, was Low Carb eigentlich ist. Ich werde da noch mal im Detail drauf eingehen in einem besonderen Video, auch wie ich mich ernähre, wie man eine Diät gestaltet. Aber das kommt alles peu à peu in unserer kleinen Low Carb Community. So, jetzt Kamera mal ein bisschen wieder weg. Ich brauche hier die ganze Fläche, damit es weitergehen kann bei unserem leckeren Gericht.